Diese 5 Zoll FPV-Drohne ist ein echtes Must-Have, wenn Drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, denn Speedy B ist wieder zurück, meine Freunde, und zwar so richtig. Nachdem ja nun der weiße Mario rausgekommen ist und davor die Mini 25 Serie, haben aber eigentlich doch alle mehr oder weniger endlich auf den 5 Zoll gewartet, der eben mit unserem geliebten modularen O4 Pro Head kompatibel ist. Und das ist jetzt der Fall, nämlich der Speedy B Master 5 V3. Warum V3? Es gab schon einen Master 5 V1, es gab auch schon einen Master 5 V2. Naja, und dann sind sie sich halt in ihrer Namensgebung treu geblieben. Passt auch irgendwie zum Master 3X, der da hinten an der Wand hängt. Und das Coole an diesen Geschichten ist ja, die Drohnen sind relativ erschwinglich, so in ihrer Konfiguration. Aber die O4 Pro ist ja immer das Teure und hier waren sie ja sozusagen einer der Vorreiter mit diesen wechselbaren Köpfen, die wir hier haben. Und sogar für den Kopf gibt es was Neues, denn DJI hat ja mit dem Gyrogate richtig reingeschissen, aber Speedy B hat auch da reagiert und zwar gibt es einen neuen Kopf. Das hier ist sozusagen der alte, der ist hard-mounted, da habe ich auch eine alte O4 Pro drin und hier haben wir den neuen Kopf und der ist mit so kleinen Gummipuffern gelagert, damit die Vibrationen eben sich nicht so hart auf das Gyroskop in der Kamera auswirken. Wie soll ich jetzt eigentlich zwei davon? Ich muss jetzt erstmal mich ganz dolle bei meiner Followerschaft bedanken. Das ist nämlich zum einen der Cortex FPV, der hat mir seinen Master 5 V3 zur Verfügung gestellt. Vielen Dank, ich weiß das unglaublich zu schätzen und genau das gleiche auch an Torti-23. Mit dem fliege ich hier auch ab und zu mal so ein bisschen rum und das wird jetzt seine erste richtige FPV-Drohne. Und der hat auch gesagt, ja komm, dann mach die mir mal fertig und dann kannst du die auch vielleicht im Video zeigen. Unterschiede in der Konfiguration sind wie folgt, die kamen gleich vom Setup her und ich habe halt hier einen ELS-Receiver eingebaut und der hier fliegt halt nur mit der DJI FPV Remote, also halt über S-Bus. Und da euch ja bestimmt brennend interessiert, was so in der Schachtel und so drin ist, packen wir den doch einfach mal aus. Ja, was ist jetzt also im Lieferumfang enthalten? Wir schauen also mal ganz schnell rein. Wir haben einen Satz HQ-Props, das sind die J40. Die werden übrigens auf ganz vielen Speedy B 5 Zollern einfach mitgeliefert. Das ist, denke ich mal, so der Standard-Prop bei Speedy B. Also ich hatte den schon auf der Mario 5 und eigentlich ist der immer mit dabei, wenn ihr einen BNF kauft, logischerweise. Dann ein paar Schrauben. Steht auch immer schön drauf, okay, für die Arme, für den Motor. Das ist in dem Fall, denke ich mal, Ersatz. Das finde ich immer cool, wenn so ein kleines Werkzeug mit dabei liegt. Das kann man auch mal schnell in den FPV-Rucksack oder die Tasche schmeißen. Da hat man so alle Bits dabei. Und das ist echt immer ganz cool. So, hier haben wir ein TPU-Kit. Da stellt sich jetzt manchen die Frage, wofür braucht man das? Und zwar ist das für den O4 Pro Kopf, aber nicht für dieses Modell, denn das ist ja sozusagen der alte O4 Pro Kopf, den ich habe. Der ist ja für die alten O4 Pro Air Units, die noch nicht das neue Gyroskop haben. Der neue O4 Pro Kopf von Speedy ist nämlich schwimmend gelagert, also da sind hier so Vibrationsdämpfer verbaut und dann hängt das in so einer Schale mit drin und damit das nochmal ein bisschen extra gepuffert wird, kommt das dann hier zwischen. Ja, das hier sind jetzt noch die Muttern für die Propeller auf den Motoren, das ist auch Standardkram. Hier haben wir sogar noch einen zweiten Strap, sollte man einen etwas üppiger dimensionierten Akku verwenden oder halt einfach Ersatz für den. Und hier haben wir jetzt letztendlich den Speedy B Master V3. Ich habe ja richtig schlechtes Gewissen, dass ich den jetzt hier einfach aufmache. Und eigentlich ist das ja Cortex FPV Drohne. Und ich habe ihm jetzt sein Unboxing weggenommen. Also erst nochmal vielen Dank an dich, dass ich das hier machen darf. Ah! Dann holen wir die jetzt mal hier raus. Ist aber auch gut eingepackt. Junge. Oh, und hier haben wir auch noch ein Kabel. Da kann man entweder ein GPS anschließen, falls man das am anderen Ende anlöten muss.
oder den ELS-Receiver. Denn soweit ich weiß, hat er den ohne ELS bestellt. Das heißt, hier ist es leer. Ich muss hier also einen von meinen ELS-Receivern einlöten. Das ist aber gar nicht weiter schlimm. Der Clou beim Master V3 ist jetzt natürlich auch einfach, ihr könnt mit einer Ophir Pro Air Unit 3 Copter fliegen. Bisher waren das die Speedy B25, also die B25, dann der Master 3X und jetzt eben halt der Master V3. Und wenn ich jetzt mal so sagen darf, was mir jetzt so als erstes auffällt, der wirkt wirklich unfassbar massiv. Spannend ist halt, der ist halt fast nur halb so dick wie jetzt so ein normaler 5 Zoll. Ich hole jetzt mal hier den hier zum Vergleich. Das ist ja die Mario 5. Und wenn man jetzt hier mal so im Profil guckt, ich versuche das jetzt hier irgendwie mal, ja, so kann man es glaube ich besser sehen. Der ist eine ganze Ecke schmaler, finde ich. Und irgendwie hat das was. Also ich würde ihn mir jetzt nicht kaufen, weil ich habe aktuell schon 2 5 Zoller. Ich finde halt das Konzept super spannend, dass man halt mit einer Air Unit 3 verschiedene Copter fliegen kann. Das hat ja jetzt zum Beispiel auch Raid und Gap RC und so weiter erkannt. Das machen jetzt mehrere. Aber die waren meiner Meinung nach, glaube ich, sogar die ersten damit. Dann machen wir den jetzt mal flugfertig. Wir schauen aber vorher noch mal rein, was denn da überhaupt alles verbaut wurde seitens Speedy B. Schauen wir uns also zuerst mal die Motoren an. Wir haben hier 2306,5 Motoren mit 1800 kV. Das ist ziemlich marktüblich und die sind halt Speedy B gelabelt. Wer jetzt der eigentliche Hersteller ist, entzieht sich jetzt meiner Kenntnis. Aber die sehen halt ja aus wie standardmäßige Speedy B Motoren, zumindest vom Design her. Ja, also man bleibt sich da treu. Das sieht immer so ein bisschen aus wie eine Bienenwabe, finde ich. Und das sind jetzt hier welche aus einer B35, die ich da ausgebaut habe. Und ja, die Designsprache ist praktisch identisch. Wenn wir jetzt die Topplate runternehmen, sehen wir also, was Speedy B verbaut hat. Und das ist ein Speedy B F405 V5, also der aktuellste. Und ja, ich will jetzt hier auch nicht alles komplett zerlegen, weil es ist ja auch nicht meine Drohne. Hier ist der Platz für den ELS-Receiver. Den bauen wir da also gleich noch ein. Das ist, denke ich mal, der Stecker da, der dafür vorgesehen ist. Da müssen wir also mal gucken, wie der hier angepinnt wird. Alles in allem sieht das wirklich ziemlich gut aus, wie von Speedy B eben gewohnt. Und das ist, denke ich mal, entweder die 55 Ampere oder 60 Ampere ESC-Version. Kann ich jetzt so direkt nicht sehen. Was halt auffällt, das ist hier alles ein ganzes Stück Aluminium. Also das ist ja schon fast MacBook-mäßig. Das ist krass. Also das ist ja wie ein Panzer. Deshalb fühlt er sich auch echt schwer an in der Hand. Aber das ist echt, glaube ich, ein massiver Copter. Also ich hätte jetzt gedacht, das ist hier Kunststoff oder irgendwas. Aber nee, das ist Metall. Also, ob es jetzt Alu ist, bin ich mir gerade aber auch nicht mehr so ganz sicher. Also es ist ziemlich sicher Alu, weil mein DJI Mic Magnet, und der ist echt biestig, der hat hier keine Lust dran zu kleben. Also den kriege ich ja hier schon kaum ab. Also die haben das wirklich aus einem Block Alu gefräst. Lecco mio. Das ist cool. Dann mussten wir jetzt natürlich noch ein bisschen Peripherie anschließen. Also in dem Fall jetzt hier die Kabel für den ELS-Receiver. Die habe ich da mal fix angelötet. Das sind ja nur 4 Stück. Und dann noch das Antennenkabel und dann habe ich das da halt in diese Lasche eingeklickt. Das kann man dann natürlich noch einschrumpfen. Für den Test habe ich das dann an der Stelle einfach mal gelassen. Und dann müssen wir eigentlich nur noch unsere Ophir Pro Air Unit verbinden mit dem Speedy B Kopf. In dem Fall, wie schon erwähnt, der alte. Und dann eigentlich nur noch den Deckel drauf und das GPS montiert. Und dann nur noch das CLS auf die aktuelle Version geflasht und geschaut, ob die Sticks funktionieren.
Ja, und nachdem ich dann mit der Konfiguration und dem Auspacken und den Setzen meiner Einstellungen soweit durch war, war es mal an der Zeit, einen kleinen Testflug zu machen. Das habe ich bei mir hier in der Gegend auf dem Feld gemacht, wie sich das gehört. Acker sind irgendwie immer FPV-Testgelände. Und da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass der Kollege so ein bisschen hecklastig ist, wenn man es beim Diven oder so ein bisschen zu überspitzt treibt. Und das habe ich dann letztendlich versucht, ihm mittels Tuning auszutreiben. Ich habe also einen Blackbox-Lock gezogen und habe mir das angeschaut und habe dann halt entsprechend die Parameter justiert. So viel habe ich da aber gar nicht gemacht, denn es war gar nicht so viel zu machen. Wahrscheinlich liegt das auch einfach daran, dass der halt einen relativ tiefen Schwerpunkt hat. Der Frame ist ja auch sehr, sehr kompakt im Vergleich zu einem normalen 5 Zoll. Nachdem wir jetzt nun die Pits vom SpeedyBee Master 5 V3 nochmal fein getuned haben, ist es jetzt an der Zeit für einen kleinen abschließenden Flug. Dabei habe ich mir Unterstützung geholt vom Robert. Der wird jetzt hier gleich mit seinem Gravelbike langfahren und da machen wir nochmal so eine kleine Cinematic-Runde und dann ist es eigentlich auch gut und dann kann den der Zuschauer wiederbekommen. Was ich an dem ganzen Design übrigens wirklich cool finde, ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, sind diese SpeedyBee-Lampen, die wir jetzt auch am Mario 5 White haben. Also das sieht echt cool aus mit den RGB-Funzeln unten. Die kann man auch in der SpeedyBee-App individuell festlegen. Das funktioniert besser als via Betaflight. Und die haben sich halt mal wieder eine Waffel gemacht. Und das ist doch immer hier eine richtig saubere Sache. Wir haben hier ein Fach für den Balancer-Anschluss. Wir haben hier einen versenkten XT60-Anschluss und hier flackert dann auch nichts rum, kein Balancer-Kabel in den Props. Das ist doch eigentlich ziemlich cool. So, jetzt geht's aber los hier. SpeedyBee Master 5v3, cutting through the last gold haze, over fields and gravel, where the long. So, und jetzt fliegen wir ihm mal hinterher. Wir haben gerade noch Schabernack mit dem Pavo 20 Pro 2 gemacht. Aber das wäre Teil für ein anderes Video oder ich blende es euch hier mal ein. Nach diesem Flug jetzt hier. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen konzentrieren. Einschränkung ist jetzt natürlich mit meinen Stummelantennen, die da dran sind, wird jetzt die O4 Pro Reichweite jetzt nicht so der Hit sein. Das ist übrigens keine Hochspannungsleitung. Falls jetzt wieder irgendwer sagt, da darfst du nicht lang, das ist eine Biozone. Also wenn das Active Track irgendwann so weit ist, dann wäre es cool. Was ich sagen kann, der fliegt sich ziemlich kontrolliert, aber das sage ich mittlerweile über fast jede Drohne. Das ist ja schon fast Standard, aber es ist halt wirklich so, die Hersteller bauen überhaupt keinen Schrott mehr. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen die Pits entschärft, also so viel habe ich gar nicht gemacht. Ich habe nur Feed Forward, Feed Forward ein bisschen entschärft. Und jetzt fliegt er sich ganz fantastisch. Ich werde jetzt aber keinen Punch-Out machen über der Mittelspannungsleitung.
aber danach vielleicht. Und dann kann man das ja für Instagram oder sonst wie sich so ein bisschen cool zusammenschneiden. Bei 4 Minuten 10 mit einem Hobby King Graphene. 1500 mAh. Und jetzt sind auch die Flips und Rolls echt cool. Wir schleichen uns jetzt hier mal so ein bisschen an. Wenn jetzt mal hier hinten guckt, da sind 2 Störche auf dem Baum. Ist das nicht cool? Aber näher will ich da jetzt auch gar nicht ran. Keine Tiernerverei hier. Machen wir noch ein Attempt? Bis zur Kurve, ja? Nee, Akkuspannung ist schon ein bisschen runter, aber ein bisschen geht noch. Each pole's a beat. I still I'm not just Und das war's. Ja, ich bin jetzt nicht gelandet, weil der Akku schon leer war oder so. Also es waren jetzt so 3,67 Volt. Also eine Minute hätten wir da jetzt bestimmt noch rausgeholt. Aber das Video soll ja auch nicht zu lang werden, weil ihr schaut die ja eh nicht bis zu Ende. Macht aber nichts. Ich versuche mich zu bessern, dass die vielleicht auch ein bisschen spannender bleiben. Ja, damit ist auch dieses unfassbar lange Video von mir zum Master 5 V3 auch langsam mal zu Ende. Was ist jetzt mein Fazit dazu? Ich finde, es ist ein absoluter Must-Have-Copter, wenn man schon eine B25 oder eben auch einen Master 3X hat, aber noch kein 5 Zoll. Dann ist das eine richtig coole Geschichte, wenn man sich halt die Mehranschaffung von den verschiedenen Air-Units spart. Wenn man aber schon einen ausgewachsenen 5 Zoll hat, wie jetzt ich hier mit dem Mario 5 oder wenn ihr einen Vapor 5 habt oder auch einen It's FPV oder was auch immer oder einen Nazgul, dann braucht er den eigentlich nicht. Ja, also der wird den nie wirklich outperformen und was mir halt nicht so richtig gefällt, ist, dass da keine richtige Full-Size Action Cam drauf passt. Also klar, es gibt den Mount, aber mir wäre das ein bisschen zu kippelig. Vielleicht kommt da auch die 3D-Druck-Community noch ein bisschen in die Pushen, dass da irgendwie noch ein anderer Mount kommt, aber so Stand jetzt. Es ist okay, er fliegt sich schön, er hat so ein bisschen seine Schwächen und er ist eben ein richtiger Brummer. Ja, also 477 Gramm für einen 5 Zoll ohne Akku, das ist schon eine Ansage. So konzeptionell, das Design, das ist alles cool, gefällt mir richtig gut. Solltet ihr einen kaufen wollen, habe ich unten in der Videobeschreibung oder an der Seite, je nachdem auf welchen Device ihr guckt, natürlich einen Link mit dazu gepackt. Kriege ich eine kleine Provision, ist für euch sozusagen kein finanzieller Mehraufwand, aber ich werde da ein bisschen unterstützt. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr vom Master 5 V3 haltet, ob ihr euch den kauft oder nicht oder was ihr eigentlich lieber fliegt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video. Bis dahin, euer Sascha von Limologic. Ciao!
Alter. Wuhu! Alter!